Und ich bin immer ein Fan davon, ganz viel mit dem Team zusammen zu entwickeln. Also Okay. ich möchte es anders machen als das, was ich vorher in anderen Firmen erlebt habe, und spüre aus dem Team auch, dass sie da Spaß dran haben und das wertschätzen, dass wir das so machen, wie wir es machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Handelsvertreter Heroes, dem Videopodcast für erfolgreiche Heldengeschichten aus dem B2B-Vertrieb. Mein Name ist wie immer André Kewe und schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist, auf dem Ohr oder natürlich am Screen via YouTube. Ja, und ich hatte es schon mal in einer der letzten Folgen angekündigt. Wir machen bei Handelsvertreter Heroes was Neues, beziehungsweise gehen einfach die nächste Stufe in unserer Entwicklung. Natürlich, klar, machen wir dieses Podcast-Format weiter, machen das Magazin weiter, werden auch im Bereich der Events zukünftig was drauflegen. Aber eine Sache ist mir ganz, ganz wichtig, denn das ist entstanden aus zahlreichen Gesprächen, die ich in den letzten Jahren auch führen durfte. Und zwar haben wir für uns eigentlich eine Mission definiert. Und zwar ist es unser Auftrag, den wir uns gesetzt haben bei Handelsvertreter Heroes, euch in die digitale Zukunft, ins digitale Weltall zu begleiten. So will ich es mal nennen. Und dafür haben wir ein Programm aufgesetzt, die Expedition ins Weltall, so will ich es hier titulieren, was aus 3 verschiedenen Stufen besteht, aus einer Astronautenauswahl, in der wir schauen, passen wir eigentlich zusammen? Wo ist das Fundament? Was machst du heute schon digital? Was möchtest du zukünftig machen? Dann können wir den nächsten Schritt gehen und bauen gemeinsam, wir nennen es einfach die Startrampe, ja, wo wir die Strategie festlegen, was wollen wir erreichen, was brauchen wir dazu, welche Tools brauchen wir, und geben dann noch eine Begleitung in den Orbit, wenn es darum geht, einfach das, was wir uns vornehmen, auf die Straße zu bringen und kontinuierlich umzusetzen. Wenn du mal Lust hast, darüber zu reden, mehr darüber zu erfahren, auf diese Expedition, auf diese Mission mit uns zu gehen, dann melde dich einfach bei mir via LinkedIn oder auf handelsvertreter-heroes.de und dann sprechen wir darüber. Und wow, was für ein Storytelling, oder? Echt cool. Die Weltraumexpedition. Aber jetzt zum heutigen Gast. Wer ist heute bei mir in dieser Episode? Und zwar ist es der Christian Köhler. Und Christian ist ein Unternehmer aus Hamburg, moin moin, wie wir hier oben sagen, und führt die MBB GmbH. Ist ein Unternehmen mit 4 Mitarbeitern, die im Pet-Food-Bereich unterwegs sind. Und die sind sehr international aufgestellt. Mit Herstellern in Asien, Kunden im europäischen Raum. Alleine das Konstrukt finde ich schon cool. Aber dann bringt der Christian noch was anderes mit, und gerade auch in diese Folge, denn er spricht sehr offen darüber, wie er und sein Team eigentlich so eine Mission, so ein Purpose für sich entdeckt haben, erarbeitet haben, kopffrei nennen die das. Und das fand ich total inspirierend und glaube ich, ist ein guter Ansatz für viele andere Unternehmen auch. Deswegen springen wir gleich mal rein in diese Folge mit dem lieben Christian und los geht's. Hallo, lieber Christian, herzlich willkommen. Schön, dass du heute hier mit dabei bist. Sehr kurzfristig, muss man sagen, weil wir haben gestern eigentlich noch geschrieben und machen heute schon den Aufnahmetermin. Danke für deine, fast Spontanität, weil wir haben schon mal davor gesprochen. Ja, genau. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt und freue mich. Erster Podcast, erstes Interview. Okay, aber du hast schon ein Podcast-Mikrofon dir selbst angeschafft. Ist schon seit 2 Jahren da, hast du eben gesagt, ja? Ja, genau. Kommt heute auf diesen Moment gewartet. Sehr schön. Premiere auch für das Mikrofon. Super, super cool. Ja, Christian, wir beiden kennen uns noch gar nicht so lange, kennen uns aber auch über LinkedIn. Genau, Das ist die Quelle, worüber ich eigentlich fast alle Gäste irgendwie akquiriere, kennenlerne. Freue ich mich immer ganz besonders drüber. Und dann haben wir ein Infogespräch geführt und da habe ich relativ schnell gemerkt, irgendwie mit dem Christian kommst du gut klar, denn wir haben so 3 Gemeinsamkeiten. Da gehe ich mal kurz drauf ein. Das eine ist, glaube ich, das Thema Sport. Das zweite ist irgendwas internationale Ausrichtung. Und das dritte ist auch durchaus eine Schwäche für Digitalisierung, für digitale Themen. Ja, ohne, dass wir das jetzt vorher abgesprochen haben, aber ich glaube, das ist so. Das stimmt, ja, genau, würde ich auch so zusammenfassen. Ja, Fangen wir eben an mit der sportlichen Leidenschaft. Warum sage ich Sport? Was hat Sport in deinem Leben? Wo ist da der Punkt? Also ich sag mal, das ist der Punkt, wo ich vielleicht eine Klammer drum gesetzt hätte und du vielleicht den Eindruck hast, dass ich viel mehr mit Sport zu tun habe, als das tatsächlich der Fall ist. Sportvermarktung, genau. Ich habe mal Sportmanagement studiert. All dieweil, wie das ja häufig der Fall ist, ich nach dem Schulalltag, sag ich mal,
noch nicht so den Plan hatte, was ich machen möchte, und habe dann Sportmanagement entdeckt. Ich war immer Sport fasziniert, habe immer gerne auch Sport gemacht, und gleichzeitig BWL studieren hat sich irgendwie als ganz gut für mich angehört, und das war in einer Fachhochschule in Salzgitter. Ganz kleines Ding, sage ich mal. Wenn man jemandem erzählt, man hat in Salzgitter studiert, schlagen alle die Hände über den Kopf zusammen. Aber es war eine super nette kleine Community. Wir waren 40 Leute, die da studiert haben, und ist immer noch ein ganz gutes Netzwerk, sage ich mal. Viele sind im Sport geblieben. Ja. Bei mir gab es vorher schon eine Historie zu dem Geschäft, was jetzt meins ist. Und so bin ich dann letztlich auch eher im Petfood gelandet und bei Rohstoffen als bei Sport, genau. Also ich habe zwischendurch mal ein bisschen Sportmarketing gemacht. Ja. Für Hasseröder, Biermarke, Sportsponsoring. Und genau, von daher. Gut, also das ist ja heute hier kein Sport-Podcast für alle, die sind jetzt happy oder die sind jetzt enttäuscht, aber sprechen wir mal ein bisschen über das, was du machst, was dein Geschäft ist, auch wie der Werdegang da rein war, den ich auch super interessant fand. Vielleicht erzählst du da ein paar Meilensteine mal. Ja, also genau, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich aus der Historie. Ich habe ja schon ein paar Folgen reingehört. Viele sind ja irgendwie Unternehmensnachfolger, zumindest in den Folgen, die ich bisher gehört habe. Bei mir ist es nicht direkt Familie, aber es wäre fast Familie geworden. Also das erste Mal in Berührung gekommen bin ich 1998 mit diesem Geschäft und dem damaligen Inhaber, all dieweil das der Vater von meiner ersten Freundin war. Okay, verstehe, ja. Und der hat früher bei Mars gearbeitet, bis 1996 ungefähr, hat da den Einkauf mit aufgebaut für Rohstoffe weltweit und ja, hat sich danach dann selbstständig gemacht und hat gesagt, okay, es gibt halt viele Private-Label-Hersteller in Europa, also das sind die für Edeka, für Fressnapf, für Futterhaus und so, die Produkte herstellen, die Eigenmarken, und die sind halt aus der Natur des Geschäfts heraus ja nicht so aufgestellt, dass sie noch 20 Einkäufer beschäftigen, die sie dann in die Welt schicken. Und da hat er gesagt, okay, da ist mein Ansatzpunkt. Ich war in der Welt unterwegs, ich habe die ganzen Hersteller auditiert, ich weiß, wer die Guten, wer die Schlechten sind, wer Ahnung von seinem Produkt hat und das vielleicht auch nicht erst seit gestern macht. Und ich trete an die ran und stelle da die Partner vor, für die ich mich entschieden habe, mein Geschäft weiterzuführen. Okay. Und genau an dem Punkt, wo er gestartet ist, bin ich halt letztlich so in das Leben der Familie Blechschmidt, hieß der, getreten. Und er hat mich relativ schnell mit in sein Büro gezogen. Also es ist auch so eine, im Vorgespräch und in euren Fragebogen gab es ja die Frage nach einem Helden. Ich würde ihn jetzt nicht als Helden bezeichnen, aber als Mentor. Als Mentor, okay. Weil ich viel von dem gelernt habe, was dieses ganze Geschäft angeht, und die, ich sag mal, auch die Weltoffenheit habe ich eher aus der Familie mitgenommen, sage ich mal. Ja. Ja, genau. Und das so bin ich da reingestartet mit 18, noch auf ganz niedrigem Niveau, sage ich mal, mit Rechnung kopieren und so. Aber da kriegt man ja auch schon ein bisschen was vom Geschäft mit. Genau, und dann bin ich über die Studienzeit auch immer da mit im Büro gewesen und auch nach dem Studium dann ein ganzes Jahr, 1,5 Jahre oder so haben wir zusammengearbeitet, wo wir dann gesagt haben, nur das, das ist vielleicht zu wenig. Und ich bin bei einer anderen großen Firma, auch im Bereich Pet Food, gestartet, Firma Finnern, die einen eigenen, also die hat eine Eigenmarke, Rinti, die ist in Deutschland sehr, sehr erfolgreich im Fachmarkt. Und da habe ich nicht nur Pulver auf dem Tisch gehabt, sondern endlich auch gesehen, welche Funktionen haben die, wo gehen die rein, was tun die oder was tun die auch nicht. Warum ist es wichtig, dass die gut sind? Also ich habe mal ein ganz anderes Verständnis für den Markt bekommen, in dem ich jetzt auch unterwegs bin, für meine Kunden. Die ich habe, den Qualitätsanspruch, den wir vorher sowieso schon auch bei MBB hatten, auch für die Produkte, für die Endprodukte gesehen, und ja, viel über den Markt halt letztlich gelernt. So. Dann habe ich nochmal diese 2 Jahre Sportmarketing gemacht zwischendurch, bevor der Herr Blechschmidt auf mich zukam und gesagt hat, gesundheitlich ist das nicht mehr so, dass das noch lange gut geht. Und bin dann 2011 wieder eingestiegen in das Geschäft. Ja. Und dann habt ihr auch noch,
Entschuldigung, ja. Weiter dann zusammengearbeitet noch oder relativ schnell? Nein, es hat sich herausgestellt, dass es ihm tatsächlich so schlecht ging, dass ich nach 2 Monaten mehr oder weniger auf mich selbst gestellt war, was dann echt heftig war. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich sag mal, mit vielleicht ein bisschen blauäugig da reingegangen bin, aber ich hatte so das Geschäft und das aufstrebende Geschäft, sage ich mal, vor Augen, bevor ich zu der Firma Finnern gewechselt bin. Und wir haben halt, nach dem Studium war ich da halt der dann auch getriezt hat und gesagt hat, hier, wir machen jetzt nicht nach dem Kaffee Schluss, sondern ein bisschen was weitermachen und vielleicht auch nochmal nach neuen Kunden suchen. Ja. Und genau, also letztlich war es tatsächlich so, dass wir zu dem Zeitpunkt MBB eigentlich an einem Punkt stand, wo auch bestehende Partner schon, also sowohl Lieferanten als auch Kunden zum Teil schon in Kontakt gegangen waren. Das habe ich dann so nach 2-3 Jahren erfahren in Gesprächen, dass sie überlegt haben, halt den Kontakt direkt aufzubauen, weil das ohne euch gesundheitlich und nicht klar war, wie die Nachfolge ist sozusagen. Ne? Also ich bin so quasi im richtigen Zeitpunkt dann noch gekommen und hatte dann erstmal was aufzuholen und war auch ziemlich auf mich gestellt. Das war erstmal, ein Schock will ich nicht sagen, aber es war schon nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Verstehe, ja. Aber es hat mir halt die Chance gegeben zu sagen, okay, ich mache das jetzt zu meinem Ding und gehe das so an, wie ich es für richtig halte und guck mal, was draus wird. Was waren so die härteste Nuss, die du knacken musstest, so in der ersten Zeit? Oder was war eigentlich so die größte Herausforderung, nicht auf einer Tagesbasis, sondern mal so in der ersten Phase, so in den ersten 1-2 Jahren überhaupt? Ja. Also das eine war sicherlich, dass da so ein bisschen das Geschäft eben zurückgegangen war im Vergleich zu dem, was ich kannte. Und für mich war die größte Herausforderung, damals war ich 31 und der Gerd Blechschmidt hat halt 40 Jahre Berufserfahrung, sage ich mal, in dem Segment 40 Jahre gehabt. Kontakte, alles. Und ich habe eher Kontakt, er kennt die Produkte, er kennt die Märkte etc. Und ich habe jetzt zwar alles mitgelernt, aber wenn man dann einsteigt mit dem Ziel, die Firma zu übernehmen, nimmt man da ja nochmal einen tieferen Blick eigentlich und möchte sich gerne austauschen und so. Und das war tatsächlich was mir recht schnell gefehlt halt oder weggebrochen ist. So und da musste ich mich halt selbst reinkämpfen. Und in dem Wissen, sage ich mal, der Experte aus unserem Geschäft ist weg. Und ich bin jetzt auf mich allein gestellt, habe ich schon vielleicht zum Teil nur in meinem Kopf passiert, aber zum Teil auch an Reaktionen von Geschäftspartnern gemerkt, dass da jetzt kommt so ein Jungspund, übernimmt das Geschäft, hat keine Ahnung und will mir jetzt erzählen, wie der Markt läuft, so ungefähr. Das war schon die größte Herausforderung, sage ich mal, da einzusteigen und zu wissen, okay, dieses Backup ist einfach gar nicht da, was ich mir erwartet habe. Und gleichzeitig war das aber auch Antreiber. Das, was ich kann, nämlich viel Service zu geben, richtig engagiert zu sein und so, das halt hochzuhalten. Und alles andere kommt dann mit der Zeit so. Das ist, glaube ich, auch ein Stück weit macht unseren Erfolg aus, den wir heute haben, so, ne? Diesen Servicegedanken. Und wir haben vor einiger Zeit mal mit einer Beraterin auch sowas wie Mission, Vision und sowas erarbeitet und uns die Mission kopffrei sozusagen erarbeitet. Das ist das, was wir leben, aber das mal auf den Punkt zu bringen, war nochmal ganz hilfreich. Und das ist das, was ich halt eigentlich seit 2011 lebe. So, ich möchte, dass mein Kunde, ich sag mal, wir haben Kunden und Lieferantenkunden, dass alle den Kopf frei haben, die mit uns zusammenarbeiten und wir, sage ich mal, den Laden zusammenhalten. Finde ich ein starkes Leitbild, habe ich so in der Form jetzt auch noch nicht so konkret gehört. Ich kenne da einen anderen Case mit deinem Gutmacher-Team und so aus einem anderen Bereich. Aber geht in eine ähnliche Richtung, als sich selbst auch mal so ein bisschen so einen Purpose zu geben. Warum bin ich denn überhaupt da? Ja, also ich bin ja nicht nur einfach da, um Produkt A zu Kunde B zu vermitteln oder das Portfolio dahin, sondern gerade dieser Service-Gedanke finde ich schon spannend. Erzähl doch noch mal ein bisschen so über den Alltag, auch wie ihr aufgestellt seid, weil du bist ich habe es ja gesagt, Thema 2 Internationalität, Kunden in Europa sehr stark, deine Hersteller, Produzenten eher im asiatischen Raum irgendwie unterwegs. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Genau, also ich glaube, das habe ich auch noch gar nicht so richtig ausgeführt. Also was wir im Kern machen, sind trockene Rohstoffe, die in
Nassfutter kommen für Hunde und Katzen. Okay, Hunde und Katzen. Und da ganz Hunde- und Katzenfutter, genau, so wie Mars das halt auch macht, ne, mit dem Pedigree und Whiskas und wen es nicht alles gibt. Weiß ich gar nicht, ob man das im Podcast jetzt die Marken nennen darf. Das ist, musst du dann rausschneiden hinterher. Machen wir. Gibt's ja auch noch Nestle und Co., genau. Ja. Genau, also Nassfutter, und da gibt es eine spezielle Produktgruppe, trockene Rohstoffe, die sich Hydrocolloide nennen, also Verdickungsmittel, Geliermittel. Die gehen nur zu einem sehr geringen Anteil in die Produkte, haben aber eine wichtige Funktion, nämlich das Produkt, zum Beispiel, wenn das so ein Fleischprodukt ist aus einer Dose, sollen die Fleischstücken, die da drin sind, ja nicht alle am Boden sein, sondern schön verteilt durch die Dose durch, damit es auch lecker aussieht für den Anwender. Für den Anwender, ja, okay. Gut. Oder dass da halt nicht einfach nur eine Flüssigkeit mit Fleischbröckchen rausläuft oder so, ne? Ja, oder wenn es rausläuft, dann soll es halt trotzdem irgendwie schön aussehen. Und das sind die Rohstoffe, die wir vermitteln. Die kommen halt im Wesentlichen aus den Philippinen zum Beispiel. Also das ist unser Hauptpartner. Carrageenan wird hergestellt aus Seealgen und die wachsen halt am besten im südostasiatischen Raum, Philippinen, Malaysia, Indonesien. Und da haben wir einen Partner, der schon seit 1970 in dem Bereich arbeitet, mit Mars auch schon immer zusammengearbeitet hat und daher die Verbindung dann auch, genau. Und unser Alltag ist so, dass wir zum einen halt gucken, dass wir neue Partner finden, neue Kunden und zu sehen, dass die Aufträge, die wir generiert haben, auch hierher kommen. Und da weiß ich nicht, das fände ich auch mal spannend von dir zu hören, habe ich manchmal den Eindruck, dass wir auch über das hinaus, was ein Handelsvertreter eigentlich macht, Arbeit leisten, nämlich eben dieser Servicegedanke, also sowas wie, wir haben das verkauft und dann verfolgen wir aber auch nach, kommen die Lieferungen an, macht das Sinn, wenn jetzt auf einmal eine neue Situation im Roten Meer ist, müssen wir uns da um irgendwas früher kümmern oder so. Das, wo wir uns halt auch in der Verantwortung sehen, sage ich mal, das Geschäft am Laufen zu halten, mitzudenken, sowohl für den Lieferanten, um zu sagen, okay, pass mal auf, ne, hier gibt es irgendwie eine neue Situation, passt das noch mit den Verschiffungsdaten, die wir geplant haben, die Kunden darauf aufmerksam zu machen, dass es eine gute Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Produkte vielleicht 2 Wochen später kommen oder noch später. Auch aus der Erfahrung mit Covid und so. Und das ist eigentlich so unser Kernalltag, das, was unseren Alltag ausmacht, den Leuten den Kopf frei zu halten. Sehr schön. Das heißt also wirklich auch, diese berühmte Extra-Mile zu gehen, das ist immer meine Interpretation auch sehr stark vom Service. Und du fragst gerade, wie ich das sehe. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Also wo ganz viel Differenzierung drin liegt. Denn nur zu sagen heutzutage, okay, ich bin als Handelsvertreter, Industrievertreter, habe mein Portfolio und ich liefere dir Sachen XY, reicht irgendwie, glaube ich, nicht, sondern es geht eher darum, genau diesen Service-Gedanken, diese extra mal reinzugeben. Ich habe mal eine der ersten Folgen, die ich gemacht habe, war mit dem lieben Niklas Weyer unten aus Bayern, der im Flughafenbereich unterwegs ist. Das ist der eine oder andere kann sich irgendwie erinnern, der mit seinem eigenen Flugzeug zu seinen Kunden fliegt, weil es nämlich die deutschen Flughäfen sind. Und der ist halt auch nachts um 3 dann auf der Landebahn, um irgendwas Neues, Eisspray oder so dort zu testen, auch zu machen und kommt eben dahin. Und das ist genau der Aspekt, warum die Leute sagen, mit dem Niklas arbeite ich zusammen. So, das ist mal ein sehr plakatives Beispiel und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge mehr davon. Und ich denke, das ist das, was ja gerade Partner dann auch nochmal sehr schätzen daraus. Das ist jedenfalls das, was meine Gesprächspartner mir immer wieder vermitteln. Und man sich darüber differenziert, denn Preis ist ja immer eine Geschichte. Preis könnt ihr ja sowieso nicht sehr stark immer beeinflussen. Das wird ja von anderen Bereichen gesteuert. Absolut, genau. So, also von daher. Oder andere organisieren irgendwie ihre Hausmesse oder tun irgendwas Gutes so damit. Finde ich schon spannend. Wenn du sagst, du bist wie aufgestellt, du bist da, dann hast du noch im Hintergrund jemanden? Genau, ich habe noch aktuell 3 Teilzeitkolleginnen, die mich unterstützen. Eine Kollegin im Wesentlichen in der Buchhaltung, internes Organisation, Administration und eine Kollegin, die jetzt dann auch schon seit 4 Jahren da ist, die ich reingeholt habe, noch vor Corona-Zeiten, weil ich mehr nach Asien gereist bin, um da möglicherweise Geschäft aufzubauen.
und gemerkt habe, ich komme jetzt irgendwann an meine Grenzen, so digitalisiert, wie ich auch bin und wie sehr ich damals schon remote arbeiten konnte, ist das halt was, ne? Auch für mich kopffrei. Also das ist auch was wir intern leben tatsächlich. Da haben wir uns neulich nochmal auch hier die Karten gemeinsam gelegt, ob das ein Motto ist, was nur auswärts gilt, oder auch in-house sozusagen. Das ist auch super spannend. Also kann ich auch nur empfehlen, Teamentwicklung und da eng zusammenzuarbeiten. Nee, genau. Und die Manuela heißt die ist jetzt mittlerweile auch häufig auf Reisen mit mir, sodass wir jetzt gerade auch wieder noch Unterstückung suchen. Okay. Also ich sag mal im administrativen Teil, gerade was dieses Nachverfolgen von Aufträgen und so angeht, ne? Dokumente zu versenden, das wird ja auch, wird ja auch nicht weniger. Zertifizierungen, Spezifikationen ist nicht unser Thema, aber wir managen das ja trotzdem mit, dass wenn Fragebögen geschickt werden, die zügig auch zurückkommen, beantwortet werden, wenn Rückfragen sind und so, auch mal kurz zu organisieren und so. Das bleibt nicht aus und wir lernen ja darüber ja auch. Ne? Ich sehe das auch immer als Chance, da noch mehr über das Geschäft zu lernen. Ja. Und sag mal, deine Reisetätigkeit, wie viel Reisetätigkeit, was muss ich mir vorstellen? Sonst frage ich ja häufig, wie viele Kilometer bist du auf der Straße? Also bei dir wahrscheinlich sonst dann eher in der Luft oder wie gestaltet sich das heutzutage eigentlich? Ja, genau. Also im letzten Jahr war ich dann wieder sehr viel unterwegs, also vor allem im letzten Quartal. Das ist aber tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich bin aber dann eben viel in Europa unterwegs und von daher dann oft mit dem Flugzeug. Ja. Ist schon eher selten, dass ich im Auto unterwegs bin. Vor Corona-Zeiten bin ich angefangen, mal häufiger mit der Bahn zu fahren, weil ich gemerkt habe, das geht dann doch. Ja. Obwohl viele Petfood-Fabriken auch in Polen und so, also die sind halt immer irgendwo in der Pampa. Weil die Rohstoffe ja auch da sind, so, ne? Also die fleischlichen Rohstoffe vor allem. Ja. Das ist halt immer da, wo Agrar ist und wo es dann entsprechend diese Rohstoffe dann auch gibt und dann siedeln sich da die Fabriken an. Okay. Und das ist halt meistens nicht in Großstädten. Okay, ja, auch verständlich. Und sagen wir ganz kurz, der Markt für Tiernahrung und alles, ich bin davon ein bisschen weiter distanziert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich aber aus meiner Wahrnehmung denkt man immer nur, das geht irgendwie alles durch die Decke oder da gibt es eine hohe Zahlungsbereitschaft, also irgendwie sehr attraktiv. Wie ist so die Realität in diesem Markt? Also es gibt Milliardenumsätze in der Industrie, das ist definitiv so. Der Petfood-Markt hat profitiert von Corona extrem. Also das ist ja auch in allen möglichen Medien gewesen dann, ne? Dass jeder sich irgendwie Haustiere anschafft und Welpen mehrere tausend Euro kosten in England. Also da muss ich fast ein bisschen schmunzeln, auch wenn es nicht schön ist. Aber in England gab es ja echt Fälle von Entführungen und wo dann Lösegelder erpresst wurden, um irgendwelche Welpen von besonderen Rassen zu bekommen und so. Okay. Also es ist schon wirklich absurd. Ja. Jetzt sind die Tierheime voll. Das ist nicht so, das ist nicht so toll. Das ist nicht so super. Ja. Genau. Aber grundsätzlich ist schon viel, viel Geld in der Industrie. In unserem Bereich, sage ich mal, wir sind trotzdem immer unter Kostendruck, Preisdruck, weil wir halt Private Label machen und alles, was da reingeht, muss halt so billig wie möglich sein, weil der Verbraucher das so will. Also letztlich entscheiden wir das an der Ladenkasse. Ja. Aber das ist halt auch Teil meiner Mission, sage ich mal, dann dafür zu sorgen, dass es ein preiswertes Produkt ist, sozusagen. Ne? Also die Qualität soll stimmen und der Preis soll stimmen. Und es soll ein sicheres Produkt sein. So, und der Anspruch ist schon auch im Wesentlichen da. Aber also es ist schon spannend, was man da manchmal so an Produkten sieht, die auch im Markt unterwegs sind und wo man sagt, okay, wenn ich mir die Regularien dazu angucke, die von der EFSA gemacht werden, der Europäischen Lebensmittelbehörde, dann geht das nicht so 100%. Passt das nicht so 100%? Genau. Ja. Okay, jetzt bist du ja sehr, sehr international unterwegs, hast es aber eben mal kurz in so einem Nebensatz gesagt, du bist ein Junge, darf ich so sagen, du bist ein Junge vom Land? Ja, du bist jetzt nicht in der Metropole. Ich komme aus dem Harz, aus dem Dorf. Vom Dorf, ja? Vom Dorf, ja. So, und jetzt international viel unterwegs. Was sind so die größten Kuriositäten oder so, die dir, oder vielleicht gerade am Anfang irgendwie mal, wo du mal die Augen verdreht hast oder wo du gedacht hast, was passiert denn eigentlich hier? Ja. Also eine Geschichte, die mir passiert ist und die so voll in die Klischees geht, ist meine erste Reise nach Shanghai. Okay, ja. Das war noch, wann war das? 2014
4 oder 5. Die sind noch mit der genauen Zahl, aber das ist halt. Ja. Okay, ja, witzig. Ja, das war die Zeit, wo ich ein Jahr bei Gerd war, also dem vorigen Eigentümer. Ja. Und der hat gesagt, okay, wenn du jetzt zu der Firma Finnern gehst, wirst du nicht mehr so viel reisen, aus Gründen. Das möchte ich hier im Podcast nicht ausführen, aber wer die Firma Finnern aus der Industrie kennt, weiß, wie das gemeint ist. Okay, ja, gut. Und er hat dann gesagt, okay, du musst jetzt noch einmal in irgendwie die Welt sehen und hat mich dann über Dubai mit Emirates nach Shanghai geschickt, was ganz nett war. Ja. Für mich aber echt aufregend, weil ich als Junge vom Dorf und nie, also ich meine, in Europa sind wir auch gereist, aber ich war halt nie außerhalb von Europa vorher unterwegs. Aber Asien und dann Shanghai ist schon ein anderes allein gestellt. Das ist ein anderer Schnack und Dubai, okay. Ja. Aber da wusste ich auch nicht, was auf mich zukommt, weil ich da auch nie war vorher. Und also das muss ich sagen, ist auch super spannend jetzt im Kontrast zu sehen. Und das ist ja, wenn ich das jetzt mal kurz im Kopf ausrechne, fast 20 Jahre her. Ja, genau. Das ist schon heftig. Ja. Und in Dubai hatte ich nur ein kurzes Stopover. Da habe ich auch nicht so viel von der Stadt gesehen. Aber Shanghai ist schon super beeindruckend gewesen, einfach wie sich das über die letzten 20 Jahre entwickelt hat. Und zu deiner Frage zurück, was mir da passiert ist halt, dass ich genau das gemacht habe, was man immer hört, was man nicht machen soll. Ich komme da raus nach Passkontrolle und blablubti. Ja. Das Erste, was passiert, ist, schnackt mich jemand an und sagt, hier, Taxi und in die Stadt und Hotel und dieses und jenes. Also der hat halt nicht damit angefangen, sondern er fing dann an mit so, ja, Formel 1. Damals stand irgendwie das erste Formel 1-Rennen in Shanghai an. Ja, okay, ja. Und und irgendwie hat er gleich drauf getippt, dass ich Deutscher bin und dann palaverten wir so und dann standen wir halt irgendwie so, ja, hier muss man bestimmt in die Stadt und so und hat mich dann da zu so einem Wagen gebracht, in den ich dann auch eingestiegen bin und ich bin halt eigentlich wirklich super vorsichtig und ich kann heute nicht sagen, aber ihr wart ja schon gute Freunde, ihr wart ja schon super Kumpels, absolut, ihr kanntet euch ja richtig gut. Und bin dann eingestiegen, Koffer hinten rein. Dann stieg noch jemand, also dem Fahrer stieg halt noch jemand zu, auch mit auf die Rückbank. Und dachte okay, jetzt wird's interessant. Und dann sind wir losgefahren und dann hat der mich schon abkassiert. Dann fuhr der Taxifahrer mitten auf diesem, in Shanghai warst du ja auch schon mal, da gibt's ja auch so ein Rondell, fuhr der einfach an die Seite, ließ den Typen raus, der da mit drin war mit dem Geld. Ja. Und dann sind wir weitergefahren. Ich dachte, alles gut, mal gucken, was passiert. Und dann sind wir halt Richtung Stadt gefahren. Also es ist nichts Schlimmes passiert oder so. Ich habe dann halt danach irgendwann mal ausgerechnet und habe halt ungefähr so viel bezahlt, wie man hier in Hamburg bezahlen würde, was halt in China nicht passieren muss. Ja. Vor 4 Jahren habe ich dann bin ich da nicht mehr drauf reingefallen und ehrlich. Also das war so eine Story und ansonsten ist es halt, das ist tatsächlich ein Aspekt, der mir zum Beispiel in diesem Sport-Marketing-Job gefehlt hat, das Internationale. Okay. Wenn man mit vielen Kulturen zu tun hat und du halt, also du musst natürlich auch zurechtkommen mit diesen ganzen unterschiedlichen Kulturen. Ne? Philippiner, Chinesen, Inder sind auch, da könnte man eine eigene Podcast-Folge zu machen. Ja. Aber das ist das, was ich tatsächlich sehr spannend finde, einfach das auch mit zu managen sozusagen, ne? Und da in Berührung zu kommen mit den unterschiedlichen Kulturen und Sichtweisen auch auf bestimmte Dinge. Ich meine, das ist ja schon ein wesentlicher Bestandteil, auch dieses Management, dieses Interkulturelle, das ist ja schon nochmal was anderes, als wenn mein Hersteller jetzt hier, wir leben beide in Hamburg und der kommt jetzt aus Schleswig-Holstein und wir sind irgendwie dann doch ähnlich irgendwie gepolt, darauf irgendwie einzugehen, das zu verstehen, weil die Art ja auch Geschäfte zu machen, Business zu betreiben, ist ja durchaus eine andere. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ne? Das ist ja schon, gibt es ja Unterschiede dabei. War das eine steile Lernkurve für dich? So, oder ist man da einfach so reingewachsen? Wie war das? Nö, das geht. Ich glaube, also wenn man jetzt davon ausgeht, was vielleicht herausfordernd war oder so, finde ich das tatsächlich eher kundenseitig manchmal herausfordernder, mit zum Beispiel manchen Italienern oder Spaniern in Kontakt zu kommen, die jetzt nicht so unbedingt Englisch sprechen wollen oder so, dann ist das eher eine Barriere. Ich glaube, da hatte ich tatsächlich den Vorteil, dass ich zumindest aus den Partnern, die ich übernommen habe, immer mit welchen gearbeitet habe, die international unterwegs waren und gewohnt waren, mit Mars zum Beispiel zu arbeiten, die international unterwegs sind und ihren westlichen Standard haben. Und von daher, aber man stößt immer mal wieder so an Punkte, wo du denkst, okay, wo kam das jetzt her? Ja. Aber ansonsten finde ich es, genau wie du es auch gesagt hast, eigentlich ganz, ganz schön, dass wir in so einer Mediatorenrolle dann auch sind manchmal und auch Dinge erklären können und wir kriegen das auch von unseren Kunden zurückgespielt, die
und sagen, Mensch, das zum Beispiel das Carrageenan, was ich gesagt habe, wir zeigen dann auch mal, wo das herkommt und wer das anbaut. Das sind halt ganz einfache Bauern, die das anbauen, und das schafft halt ein ganz anderes Verständnis für das Geschäft und für den Rohstoff und was da alles dranhängt, bis das überhaupt auf einer Palette irgendwie ins Lager rollt, so, ne? Was da dazu gehört und was da passieren muss. So, ja. Okay, super. Lass uns doch mal ein bisschen switchen auf diesen Aspekt. Auch das hast du eben mal so gesagt, so digital eben aufgestellt, schon lange remote. Auch das war von Beginn an meine Wahrnehmung. Da ist jemand, der das Ganze schon, also dem muss ich das jetzt nicht irgendwie erklären, wie das so funktioniert, sondern du lebst das natürlich auch irgendwie von Beginn an. Wie ist so eure digitale Infrastruktur oder das digitale Arbeiten? Wie muss ich mir das von außen mal vorstellen? Wie agiert ihr so? Ja. Also als ich zurückgestartet bin in das Geschäft 2011, gab es gar nichts. Also gab es nicht mal die berühmte Excel-Liste für Projekte, sondern da gab es es gab eine Excel-Liste, in der alle Umsätze aufgeführt waren. Okay. Okay. Auch nicht mit fortlaufenden Rechnungsnummern oder so. Das würde ich nie und nimmer heutzutage durchkriegen irgendwo. Ja. Aber das war so das, wovon das gelebt hat. Und ansonsten war es alles hier bei Gerd. Ja. Im Kopf, genau. Und ich habe halt nach einem halben Jahr oder so für mich festgestellt, dass das so nicht zu managen ist. Habe dann eine eigene CRM-Liste, wenn man so will, angefangen, wo die Projekte alle geführt waren, und bin da aber auch nach 3 Monaten oder so schon an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, das wird so nix, wurde halt immer länger, ne? Wenn dann einfällt und dann die Historie, dann bist du halt nach 4 Telefonaten auch irgendwie am Limit. Und habe mich dann auf die Suche nach einem passenden CRM gemacht, was, also insbesondere CRM, aber ich wollte auch Rechnungen daraus schreiben und so, was es ja dann nicht einfacher macht. Und um es noch komplizierter zu machen, bin ich halt Apple-Fan und ich brauchte was Apple-Geräten läuft. Darf ich dazu sagen, das haben wir vielleicht nochmal ein Thema für die Zukunft. Ich habe auch eine Lösung schon, aber gut. Okay, super, dann sprechen wir da ja nochmal gesondert drüber. Genau, und ich bin dann bei einer Software gelandet, die eigentlich eher für Marketingagenturen geeignet ist, und habe mir die so zurecht stricken lassen und mache das auch nach wie vor noch, dass es für uns nutzbar ist. Das war auch ein Vorteil, sage ich mal, dass man die einfach anpassen konnte, in bestimmten Dingen, Reportings sich auswerfen lassen kann. Und das ist das, was ich seit 2012 mache. Ja. Und das ist halt super hilfreich. Und für mich war es so natürlich schon seit 2012, wir haben einen eigenen Server, wo das drauf läuft. Ja, und ich konnte das damals schon per Handy und Rechner und ich weiß gar nicht, wie das dann damals hieß, aber es hat halt damals schon funktioniert, dass ich auch aus Frankreich auf meine Daten zugreifen konnte und Rechnungen schreiben konnte und so weiter. Okay. Und da führen wir unsere Projekte, da beschreiben wir unsere Rechnungen, da halten wir nach, wann wir nachfassen müssen. Da haben wir einen Überblick, welche Verbräuche unsere Kunden haben. Ja. Okay, also das so zum Thema CRM. Und wie gesagt, Hinweis ist nicht Rhapsody, ist jetzt keine Dauerwerbesendung oder versteckt hier, sondern es ist eine eigene Lösung, die dabei ist. Was gibt es sonst noch? Wie arbeitet ihr sonst zusammen? Arbeitet ihr über Teams, über welche Kollaborationstools oder was nutzt ihr sonst? Also es ist tatsächlich, das ist echt unser Herzstück, worüber, also wir sammeln da auch die Gesprächsnotizen und die Aufgaben. Wir können uns gegenseitig Aufgaben zuweisen, ansonsten Mails halt. Ne? Also das hätte diese Software auch geboten, dass man das darüber macht. Allerdings war die Darstellung da nicht so, dass wir halt, ich sag mal, Outlook haben und parallel, dann die andere Software. Und Teams halt, genau. Also Messenger-Dienste, manchmal geht es auch schneller über WhatsApp. Manche Dinge kann Teams noch nicht so schön. Deswegen nutzen wir dann andere. Und da sind wir dann auch, also auch in der Zusammenarbeit mit anderen ist es halt jetzt Teams. Zoom hatten wir während Corona mal. Das ist aber meiner Meinung nach nicht mehr so verbreitet, weil Teams halt überall integriert ist. Definitiv, und jeder hat das. Und man muss dann nicht nochmal extra erklären, wie das Programm funktioniert. Da ist was oder dran. Halt je nach Firma müssen die Programme dann ja auch von IT-Menschen installiert werden. Genau. Okay. Aber im Wesentlichen ist es halt immer noch E-Mail tatsächlich mit unseren Partnern. Okay. Und einige sind dann, wenn es um Kurznachrichten geht, eher bei WhatsApp. Ja, mittlerweile, ich meine, es wird halt immer mehr, weil es nochmal eben schneller ist, noch direkter eben ist. Finde ich cool. Und jetzt switchen wir nochmal einen Punkt mal weiter, gehen wir mal auf das Thema auch ein bisschen Marketing, digitale Präsenz. Da ist ja gut, wir haben uns über LinkedIn kennengelernt. LinkedIn ist ein wichtiger Kanal für dich, aber dann ist ja auch noch
quasi eine Marke oder ein Kosmos, was du ja eigentlich parallel aufbaust, so wie ich oder wie wir Handelsvertreter Heroes, gibt es ja auch einen ähnlichen Ansatz mit Pet Food Nation bei dir. Was hat's damit auf sich? Genau. Ja, das ist nochmal, also entstanden ist das aus dem Punkt heraus, dass ich genervt davon war, dass ich die News, die mein Geschäft betreffen, auf 10 unterschiedlichen Websites mir immer zusammensuchen musste. Okay. Ja. Und dann hat von der Kollegin Manuela, von der ich vorhin gesprochen habe, die Tochter ein Schulpraktikum gesucht und hat das dann hier gemacht. Okay. Da habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt eine Website. Also ich bin halt immer schon mit digitalen Medien sehr eng verbandelt, habe da eine Affinität zu und probiere gerne Dinge. Habe auch noch ein Mini-Nebengeschäft, sage ich mal, wo ich auch Websites verkaufe. Okay. Ja. Und habe dann halt einfach eine einfache Website aufgesetzt, tatsächlich irgendwie über Nacht. Gesagt, ich halte das so einfach wie möglich. Und wir packen jetzt alles, was ich für relevant habe oder für relevant finde, auf die Seite. Und du darfst das jetzt immer dir jeden Tag angucken. Und mittlerweile ist das quasi automatisiert oder halb automatisiert. Ich kriege von einer Kollegin einmal am Tag alle News als Links zugeschickt über WhatsApp, markiere die ich gerne auf unserer Website sehen möchte und dann übernehmen wir die und verlinken zum Teil auf die Originalseiten, je nachdem, was da wichtig ist. Und ich habe halt eben für mich festgestellt, dass es wahrscheinlich andere gibt, denen es genauso geht. Und habe das dann, gebe das halt an Kollegen, Partner und so weiter. Momentan ist es tatsächlich eher so auf kleiner Flamme immer noch. Wir promoten das ja mit dem Newsletter auch, genau. Was du angesprochen hast. Genau. Ja. Und ich kriege da auch immer ganz nettes Feedback so. Okay. Ist momentan aber leider, sage ich mal, immer noch ein Liebhaberprojekt. Wir verdienen damit kein Geld, sondern geben nur Geld aus. Aber ist halt ein Service auch für unsere Partner. Weil eine andere Sache, die mir dann auch schnell aufgefallen ist, Messen muss man sich auch ständig drum kümmern oder interessiert sich dafür, was gibt es Neues und so. Ja. Und das habe ich da auch aufgenommen und das ist tatsächlich ein Bereich, der fast noch mehr genutzt wird, von dem, was Google der Analytics uns sagt. Also wenn Messen anstehen und demnächst wieder die Interzoe in Nürnberg, das ist so in unserem Bereich die allergrößte Messe, dann gehen da die Zugriffszahlen hoch so. Und du hattest es ja im Vorgespräch schon angesprochen mit dem Podcast. Das geistert schon auch in meinem Kopf rum. Wollte ich gerade sagen, das ist doch die nächste Folge. Einfach aus dem Newsletter da jetzt den nächsten Schritt zu gehen. Ja, wobei das wäre halt letztlich, also so aus meiner Warte erstmal nur Verlesen von News, so, ne? Ich meine, das könnte man machen, aber da ist jetzt nicht so zwingend der Mehrwert. Also klar, für jemand, der das jetzt nicht selber lesen möchte oder auf der Autofahrt hören möchte, mag sein, aber das fand ich irgendwie zu langweilig. Ja, verstehe. Das ist so ein Interviewformat oder so. Die gibt es, ja. Ja, okay. Finde ich spannend, aber ich finde ja gerade auch bei dieser, also inhaltlich habe ich gesagt, das ist jetzt Pet Food nicht das Thema, was mich jetzt morgens um 6.30 Uhr sofort kickt. Ja, das ist verständlich. Aber ich fand es aber auch schon cool, nachdem ich mich angemeldet habe, auch für den Newsletter. Da kam eine automatisierte E-Mail-Serie, 3-4 E-Mails hintereinander, wo du das Produkt eigentlich erstmal erklärt hast. Also du jetzt nicht in Persona, sondern eben automatisiert. Da habe ich schon gedacht, okay, das ist zum ersten Mal, dass ich das so sehe. Überhaupt, dass jemand so weit also und da denkt. Sieht man, dass ich mich viel damit beschäftigt habe und ich bin halt, also ich freue mich auch wirklich und also das ist auch eine Inspiration für mich, um das mal so zu sagen, was du machst mit Handelsvertreter Heroes, zu sehen, dass das jetzt auch im B2B-Bereich möglich ist. Ne? Bei LinkedIn bin ich auch seit 8 Jahren oder so angemeldet und da ist halt wenig passiert, außer dass am Anfang immer mein Adressbuch kopiert wurde, was ich nicht wollte. Okay, ja, gut. Und mittlerweile hat sich das ja über die letzten 2-3 Jahre, würde ich jetzt mal sagen, ne, zu einer wirklich wichtigen, interessanten Plattform entwickelt. Und es gibt jetzt halt auch Möglichkeiten, die ich vorher schon kennengelernt habe, die immer nur im B2C-Bereich oder C2C gibt es ja nicht, aber B2C-Bereich funktioniert haben. Sowas wie eine Launch-Geschichte oder sowas. Ja. Brauche ich ja gar nicht zu versuchen. Stimmt. Weil meine Zielgruppe auch so klein ist. Ne? Also ich habe auch viel Weiterbildung und Dirk Kräuter ist ja wahrscheinlich auch ein Begriff. War da auch, habe da auch mit der Marketingagentur drüber gesprochen, die mir gern was verkaufen wollten. Ich hätte gern was bei denen gekauft, aber immer wenn ich erklärt habe, was ich mache, war dann so, ruf die halt an. Ruf die halt an. Also die Zielgruppe ist halt einfach zu klein dann letztlich, um da wirklich was zu machen. Und also zum einen gibt es jetzt mehr Möglichkeiten mit LinkedIn und es wird mir aber auch klar, dass
die Zielgruppe ja vielleicht nicht so klein sein muss wie nur die Entscheider, sondern es gibt viele, die auch auf die Entscheider einwirken und die, wo man auch in die Sichtbarkeit kommen darf. Genau. Das heißt, LinkedIn, wie lebst du das Ganze? Also ich sehe es ja jetzt, aber mal für unsere Zuhörer, Zuschauer, was machst du so da? Oder wie ist überrascht immer, wenn ich auf Messen angesprochen werde, dass ich bei LinkedIn so aktiv bin. Das schreibe ich im Wesentlichen meinen wöchentlichen Post für den Newsletter aber ist halt auch Content von Pet Food Nation. Ja, genau. Ja. Und das ist halt das, was ich ja nicht von mir wahrnehme, sozusagen. Genau. Ich bin aber jetzt zuletzt auch dazu übergegangen, immer mal was, ich sag mal, aus meinem persönlichen Bereich zu posten, was aber auch mit dem Geschäft zu tun hat, was ich einen ganz schönen, guten Ansatz finde. Ja. Sprich, wie gehe ich bestimmte Dinge an, wie sehe ich bestimmte Dinge, ne? Ich überlege gerade, ob ich ein gutes Beispiel habe, oder auch sowas wie meine Historie. Ne? Neulich habe ich einen Post dazu gemacht, dass ich jetzt 25 Jahre dabei bin und sowas, was einfach ein bisschen Nähe schafft. Das ist so mein Ansatz. Das, was ich an Podcasts auch so mag und warum ich eigentlich gerne einen Podcast hätte, weil ich sag mal, wir kennen uns ja wirklich auch erst sehr kurz. Ja. Aber allein durch diesen Podcast hören und ich merke, da gibt es eine Verbindung allein über dieses Thema und man hat ähnliche Ansätze, habe ich das Gefühl, wir kennen uns schon viel länger und es ist halt so eine persönliche Beziehung da, dass also ich finde das mega faszinierend. Ist es auch. Das ist ja auch mein Credo definitiv. Also diese Verbindung, also über LinkedIn persönlich da auch rüberzukommen, da auch Inhalte zu teilen. Also ich muss ja für mich erstmal eine Grundsatzentscheidung treffen, persönliche Sichtbarkeit, ja oder nein. Ja. Beantworte ich die mit Nein als Handelsvertreter, als B2B-Vertriebsmensch, glaube ich, ist die Zukunft relativ überschaubar. Das ist meine persönliche Meinung. Also, aber digitale Präsenz, was heißt das denn? Und da finde ich es halt dann schon sehr smart, nämlich genau diesen Ansatz auch zu gehen, zu sagen, okay, ich gebe halt auch was Persönliches von mir preis. Ich habe zum Beispiel häufig die Diskussion oder die Fragestellung, die wir in diesen Digital-Checker-Workshops von Handelsvertreter Heroes auch machen, wo es dann heißt, ja, ich bin Handelsvertreter aber was soll ich denn jetzt posten über Produkt A, B und C? Weil wenn ich über Produkt A poste, dann weiß ja mein Wettbewerber, dass ich das habe und über Produkt C oder ich hatte neulich sogar mal den Fall, da sagte jemand dann zu mir, ja, wenn ich dann ein Foto mache und stehe bei einem Kunden, dann weiß mein Konkurrent ja auch, dass ich bei dem Kunden bin, dann ruft er da sofort an. So, das kann ich total nachvollziehen. Aber ich glaube, das ist gar nicht der Ansatz, worum es dann auch gerade im Bereich Social Media oder LinkedIn gehen sollte, sondern es geht viel stärker darum, eure Personality als Unternehmer viel mehr darzustellen. Wer bist du? Genau. Was ihr macht, wie du die extra Mile gehst, dass du dich halt morgens um 4 Uhr sofort zum Flughafen, auf dem Weg zum Flughafen machst, um 10 Stunden später da zu sein oder irgendwas. Das bringt mich ja weiter. Das gibt mir ein Bild von Christian und nicht, ob du jetzt mit Ingredient A, B oder C gerade hantierst. Ja, also das. Und da gibt es bestimmt auch Möglichkeiten, aber genau die Punkte, das ist ja das, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, was mich bisher auch von einem Podcast abgehalten hat, nämlich genau der Gedanke so, ne, ich so möchte ja keine Geheimnisse preisgeben, die unsere Partnerschaften gefährden oder so. Ja. Gleichzeitig würde ich natürlich gerne zeigen, welche Expertise ich habe. Und da entwickle ich, glaube ich, gerade so ein Gespür auch für, was da geht und was da nicht geht. Und man kann ja auch, ich sag mal, allgemeiner über die Produkte oder Produktgruppen oder über Trends in den Rohstoffen sprechen. Wie funktioniert der Markt? Wie funktioniert das? Wie funktioniert interkulturell die Arbeit denn überhaupt mit Philippinen? Wie muss ich mir das vorstellen? Dies und das. Mein Redaktionsplan für dich wäre jetzt fertig. Ja, also da gibt's schon, da kann man schon einiges, glaube ich, machen. Aber ich finde das halt cool, weil das sage ich halt sehr häufig, lebt das einfach mehr nach außen. Jeder hat so viel interessante Geschichten zu erzählen und auch aus seiner Erfahrung eben mal heraus. Und das einfach preiszugeben, hilft, glaube ich, um halt die persönliche Marke, um die geht's am Ende des Tages, natürlich aufzuladen, positiv. Ja, schön, aber bist du da auch auf einem richtig guten Weg. Wo geht denn die Reise weiterhin? Also die Reise des Unternehmens. Wo soll es hingehen? Da sind wir gerade bei. Also momentan haben wir, ich nenne das mal ein bisschen Wachstumsschmerzen im Sinne von, dass wir gute Arbeit haben und jetzt prinzipiell auch noch mehr machen könnten, wenn wir mehr Manpower haben. Und das wiederum würde ich auch spannend nochmal von dir finden zu hören, wie viele Handelsvertreter tatsächlich alleine unterwegs sind, beziehungsweise war das neulich in einem Podcast auch zu hören, als du dich mit dem einen Kollegen drüber unterhalten hast. Rebernick. Aber genau,
Aber wir sind jetzt halt an einem Punkt, wo es wichtig ist, auch bei allem, was schon organisiert ist bei uns und so, uns so aufzustellen, dass Dinge noch mehr systematisiert sind und Prozesse klar sind und so weiter, dass halt jeder, der neu dazukommt, auch versteht, was passiert. Sofort, ja. Und zwar relativ schnell und nicht erst nach einem halben Jahr oder so. Ja. Natürlich, und ich glaube, unter Handelsvertretern ist das bekannt oder ähnlich, aber bei uns ist wirklich jede Kunden-Lieferanten-Beziehung irgendwie anders, weil jeder hat irgendwie ein anderes System, wie er Bestellungen schreibt oder manche schreiben das nur per Mail, manche haben ihr System. Bei manchen kommt aber auch einfach gar nichts, die telefonieren einfach nur. Und auf der anderen Seite beim Lieferanten ist das wieder genauso unterschiedlich. Und das macht es natürlich nicht so leicht, jemanden da neu reinzuholen. So, ne? Und meine Kolleginnen, die jetzt dabei sind beide schon so lange dabei, dass es gut läuft. Da ist halt ganz viel Know-how irgendwie vorhanden. Genau. Und das halt so zu strukturieren, dass es dann noch weiter nach oben geht in vielerlei Hinsichten, sage ich mal. Da arbeiten wir gerade dran. Also das ist so die nähere Zukunft, sage ich mal, das so aufzustellen, dass wir da vorankommen. Da haben wir auch eine gute alte Freundin, Kollegin von mir, mit der ich früher in der Agentur gearbeitet habe, die jetzt Unternehmer berät. Mit der bin ich seit wir beide die Agentur verlassen haben, immer noch einen guten Austausch, mal Luz Christus. Wenn ich die an der Stelle nennen darf. Und genau, die ist da ein guter Sparringspartner für mich auch von außen. Und ich bin immer ein Fan davon, ganz viel mit dem Team zusammen zu entwickeln. Also ich möchte es anders machen als das, was ich vorher in anderen Firmen erlebt habe und ich spüre aus dem Team auch, dass die da Spaß dran haben und das wertschätzen, dass wir das so machen, wie wir es machen. Und genau, dann ist der Ausblick halt, die Kunden, die wir noch nicht haben, auch noch zu gewinnen. Da gibt's auch noch welche. Ja. Da gibt es durchaus noch welche und auch welche, die durchaus interessant sind. Okay. Genau, und dann schauen wir mal. Genau. Sehr also cool. für Pet Food Nation, sage ich mal, würde ich ganz gerne sehen, dass ich damit auch irgendwann Geld verdiene. Das wäre ganz nett als Standbein, was halt ganz anders aufgestellt separat ist. Läuft. Ja. Genau, ja. Okay. Mal gucken. Es gibt viele Ideen, die dann noch irgendwann umgesetzt werden müssen von irgendjemandem. Sehr schön. Ich bin fest davon überzeugt, dass du das und ihr das auch hinbekommen werdet. In diesem Sinne erstmal, lieber Christian, vielen, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Da war viel, besonders auch Positives irgendwie so mit dabei. Finde ich eine positive Grundstimmung, auch so wie das ganze Thema angeht. Ich werde das mit Spannung weiterverfolgen. Wie die Reise verläuft. Vielen Dank für das Gespräch. Ja. Vielen Dank aus Hamburg, nach Hamburg, haben wir gar nicht gesagt. Hamburg-Relling, hier Hamburg, St. Pauli. In diesem Sinne, Christian, mach's gut. Danke. Mach's gut. Ciao, ciao. Vielen Dank. Ciao.